So, da sind wir wieder beim Let's Play Tales of Zestiria. Ja, für den geneigten Zuschauer ist natürlich keine Zeit vergangen. Für mich war es jetzt ein bisschen anders, denn ich habe eine Weile nicht aufgenommen, aber jetzt bin ich wieder dran. Ich habe aber trotzdem nebenbei mich mit dem Spiel beschäftigt und habe etwas gelevelt, um mir das Herrschen des Landes Feature anzugucken. Den Schwierigkeitsgrad habe ich auch auf schwer gestellt, um mal zu schauen, was da so passiert. Und was mir aufgefallen ist, auf jeden Fall, dass die Gegenstände, die hinterlassen werden nach Kämpfen und auch die Gegenstände, die man in den Dungeons findet, dass die von höherer Qualität sind. Also so kam es mir zumindest vor. Deswegen können wir gleich mal direkt schauen. Haben wir den Erdring erhalten. Und wenn man hier guckt, zum Beispiel hier diesen Feuerring, der wurde mir mal gedroppt beim Leveln. Der hat viel mehr Verzauberungen drauf, das ist echt super. Hier der neue. Ja. Also, vielleicht irre ich mich. Auch hier Fähigkeit gegen Drachen plus 15 bei den Ohrringen. Ist schon ganz cool, wenn es wirklich so ist. Dann lohnt sich das nämlich. Ich muss ein bisschen leise sprechen, hier sind noch ein paar Leute, die schlafen. Aber vielleicht hat es für den einen oder anderen ja auch eine beruhigende Wirkung. Was ich jetzt hier nochmal eben machen wollte, ist schauen, ob die Schatztruhen wieder da sind. Wenn man einmal angefangen hat, sich so ein bisschen mit dem Level zu befassen, dann hört man gar nicht mehr auf, weil man immer tiefer so in das System reintaucht. Das ist ziemlich gut. Genau, die Ausrüstung habe ich auch mal wieder so ein bisschen aufgebessert. Ich habe etliche Sachen. Aber umziehen muss ich die Leute mal wieder, die sehen echt dreist aus eigentlich. Normale, ach nee, nicht normale Kleidung. Die Kettenkleidung wollen wir. Oh, Haarschnitt, junger Mann. Junger Wasserseraph. Oh Gott. Die sieht echt bekloppt aus. So. Huch. Ritterstolz, alte Farbe, Ritterstolz. Oh, blau finde ich, sieht ganz nett aus. Ja, nehmen wir das. So. Schatztruhe, ne, ist geschlossen. Okay, hat zu. Spielen wir mal weiter, ne? Wer kann sich erinnern, wo es weiterging? Bitte melden. Ja, wir müssen zurück nach Damensee. Das klingt so ein bisschen nach Darmsee. Ach, hier Herrscher des Landes, könnt ihr gucken. Hab den jetzt auf Level 5. Dann sehen wir hier zum Beispiel die Hellions mittlerweile auf der Karte. Genau, die Wiederherstellungsrate steigt um 20%, wenn wir Snacks essen. Und wenn wir Ausrüstung von plus 10 oder höher mit dem Segen des Herrschers des Landes belegen, können wir den in einen anderen Gegenstand verwandeln. Das könnten wir mal irgendwie versuchen. Eil dieweil. Hier zu dem Heiligtum müssen wir, glaube ich, gleich. Wir haben so viele leeren Ringe, vielleicht können wir die alle aufeinander klatschen und kommen dann auf plus 10. Wäre mal einen Versuch wert. Maltit. Ja, schmelzen. Wo sind die Ringe? Hier. Guck, da habe ich schon ein paar plus 3 gemacht. Das ist ja dann eigentlich auch schwachsinnig. Oh ja, ich glaube, das reicht. Ich gucke jetzt einfach auch gar nicht, was die für Werte haben. Ich will die einfach nur zusammen tackern. Jawohl. Ich glaube, ich mache gerade totalen Mist. Aber ist okay. Wenn wir da, wie ihr seht hier, die blaue Fertigkeit mit dem Schlüssel dran. Ich glaube, da müssen wir mehrere von dieser Fähigkeit praktisch fusionieren, damit sich das dann aufschließt. Ziemlich verrückt.
Schein und Gein. Pain and Gain. Ah, guck mal an. Habt ihr das gesehen? Wir haben jetzt den plus 4 mit dem plus 3 irgendwie und dann ging alles ganz schnell und schon haben wir plus 12. Das ist ja verrückt. Boah, Wasserangriffskraft plus 10%. Aqua. Das ist genau was unser Freund Mikleo bräuchte. Gut, wir haben jetzt also plus 12. Das entspricht ja in gewisser Weise plus 10. Ja, dann gucken wir mal, ob wir das irgendwie umwandeln können. Punkt. Wie heiligen wir denn überhaupt was? Muss ich zu dem hingehen? Weiß das jemand? Dann können wir das segnen. Ich will es segnen. Wir können es sperren. Fast dasselbe. Wir gehen mal gucken, ob wir irgendwie zu dem Männchen hingehen können. Und ob der uns das so segnet. Da muss der nur mal drauf spucken oder so und dann verwandelt sich das in einen Spuckring oder so. Würde eigentlich schon fast Sinn ergeben. Oh Mann, ich will das aufmachen. Bin ganz traurig. Komm her, Spucker. Ja, das Menü bringt mir nichts. Heiligung. Ah ja, dieses Ritual ist nur sorgsam gepflegter Ausrüstung vorbehalten und versieht das Objekt mit einer Segnung des Herrschers des Landes. Wenn du die Wohltat Heiligung erlangt hast, kannst du an jeder Stätte eines Herrschers des Landes Ausrüstung Heiligen auswählen. Heilige mich. Ausrüstungsgegenstände, die öfter als 10-mal verschmolzen wurden, können geheiligt werden. Die Heiligung von Ausrüstung ist kostenlos. Wenn Ausrüstung geheiligt wird, verdoppelt sich der Effekt der Fertigkeit im ersten Feld. So, hier haben wir den leeren Ring. Gucken, was passiert. Oh, wir kriegen Trophäe. Wurde geheiligt und wurde zu Nihilismusring. Devoid-Effekt verdoppelt. Ach, der erste Effekt wird dann verdoppelt. Das System erinnert mich so langsam ein bisschen an Final Fantasy X mit den Ausrüstungsgegenständen. Nimmt sich gar nicht viel. Jetzt haben wir hier den Nihilismusring. Elementarer Schaden reduziert um 20%, ist auch gar nicht so schlecht. Ach, nicht elementarer Schaden. Also wenn ich jetzt irgendwie... Nehmen wir mal an... Na egal, Feuerschaden reduziert um 10%. Wenn ich das jetzt segnen lasse, bekomme ich dann 20%. Ah, ja. Das System erschließt sich. Okay. Verrückt. Kann man sich ziemlich lange mit beschäftigen und die Gruppe optimieren. Das gebietet dann natürlich diversen Tiefgang. Sehr schön. Ich glaube, wir müssen zum adligen Viertel in das Schloss, ne? Ja. Ja, sorry, er kriegt es nicht hin, was zu kochen. Immer wenn der was fertig macht, ist es schwarz. Macht uns nur schwarze Plörre. Ich trinke nebenbei mein Käffchen, das ist nämlich noch früh am Morgen. Naja, muss ich noch arbeiten gehen. Und schon ein fleißiges Bienchen. What's this about? Forgive me, Lady Alicia. Lord Bartlow's orders were to allow Shepherd Saray through. We didn't know he'd have a companion. His Eminence Lord Bartlow is with a visitor at the moment. Please accompany me to the waiting room. This way. I cannot believe this.
So ein schönes Schloss. Ich sehe gerade, ich muss noch Dragon Quest Heroes zu Ende spielen. Oh. Könnt ihr euch auch ruhig mal angucken, ist wirklich ziemlich cool. Wer jetzt Dynasty Warriors abgrundtief hasst, der kann dem trotzdem eine Chance geben. Ich sag euch, das fetzt. Ultra sympathisch. Irgendwo eine Kiste versteckt. Hidden Box. Ey, geh weg. Mogel mich einfach an euch vorbei. Unsichtbare Wand. Alles klar. Nö, hier ist nichts. Gehen wir einfach mal mit. Tür auf. Und wo ist er denn jetzt hingegangen? Verlaufen wir uns. Oder wir gehen hier rein. Bitte geht weiter zum Wartesaal der Gäste. Ist das der Wartesaal der Gäste? Please, wait here for the time being. Ist dieses Buch am Schweben? Vergesst das, dass ich etwas gesagt habe. Man hat einen Speicherpunkt. Ist das überhaupt ein Buch? Ja. Aha, ach so, weil er da guckt. Lustig. Cheep, 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 cheep. Na, du kleiner trister Vogel. Wurdest du nicht animiert? Der Charakter von Leuten in der Politik wird schnell verdorben, wenn doch nur alle ein so reines Herz haben könnten wie Alicia. Oder wie ich. Miglio. Huch. Miglio ist eine Fundstätte. Bücherregale im Ruhmtafelschloss. Die Palastbibliothek. Whoa, there's like infinite books. Just what you'd expect from a royal palace. Quite a collection of rare and valuable tomes. Lots that deal with history and ancient relics too. Oh, I just want to sit and read them all. Oh my, this book has an interesting title. Mad Screams of Love. A poetry book, maybe? Let's check it out. Yeah, careful. It's gonna look like the book's floating in midair. Don't worry, Alicia will hand wave it away for us somehow. Oh, Here, gimme. I'll hold it. Wow, Mad is right. An ode to young passions, a lonely voice, screaming love and anguish to the heavens. You just know the author's gonna look back at this 10 years later and cringe. Angsty doesn't even begin to cover it. So that's what's so mad about it. Really? It all sounds pretty good to me. Huh? Saray, I think that's because you're so... So inherently enthusiastic. You guys okay? You look kinda... mad. So, jetzt aber Miglio. Wir sollten uns lieber entspannen, solange wir noch können. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass es hässlich wird. Wenigstens gibt es hier ein paar nette Bücher. Ja, endlos viele Bücher. Ja, sobald irgendwo ein Speicherpunkt steht, ist es nie gut. Jo, Eiche, die Kanzler um den jungen König kümmern sich nicht viel um mich. Sie glauben, mit meinem niedrigen Rang in der Thronfolge sollte ich mich aus der Politik raushalten. Vergib mir, ich wollte dich nicht damit belasten. Lord Bartlow is ready for you. To the Round Table chamber, if you please. Please wait here, Princess. Why? We were told that you were to receive different orders. About Marland? Yes. Please stay here. Fine. Alicia? It's about a yet unfinished job. Sorry, but I'm staying behind after all. This way. I shall guide you to the Round Table chamber. Das ist doch eine Falle. Die wollen uns trennen. Did they leave her behind on purpose? Geh schon mal vor. I bet they did. The malevolence isn't gone yet. Ja, da wären wir ja auch ziemlich blöd, wenn man das nicht merken würde. Mach hin. Danke. Och, hier geht's ja noch weiter.
Ich denke mal, wir dürfen dann die ganze... Hä? Sind aber... Wie? Hä? Hä? Ich muss bestimmt hoch. Oder runter. Lakai, bitte sag mir, wo ich hin muss. Nämlich. Freunde. Bin ich hier oben hin? Oder bin ich einfach nur in die falsche Richtung gerannt? Ach, das ist doch... Mann. Ach, jetzt kann ich wieder Dinge tun. Jetzt wird mir das angezeigt. Ja, jetzt muss ich... Ist das jetzt hier oben oder nicht? Ach, jetzt... Was soll das? Ja, genau. Ach, unten runter. I am confused. Kanzler Bartlow erwartet euch. Bitte gebt euch die Türen in die Halle. Nehmen wir die, okay. So, Bartholomew Bartlow. Schokozwieback. Muss ich eigentlich irgendwie... Ja. Wie gesagt, wir spielen jetzt auf schwer. Da wäre es natürlich von Vorteil, ein bisschen sinnvoller zu spielen. Ich habe übrigens, um den Herrscher des Landes zu leveln, alle Charaktere auf Kochen gestellt und habe dann alles, was die gekocht haben, dem immer gegeben. Das bringt natürlich mehr Rangpunkte. Dann habe ich noch für Geld ein paar Apfelgummis gekauft und die dann auch an den gegeben. Und ich habe vergessen zu speichern. Pisse. Sorry to have kept you waiting, gentle shepherd. Please, take a seat. Poison pot pie. Don't worry. I promise you it's not poisoned. We simply felt it would be best to be closer to you. Let me introduce you. This is Military Chancellor Mathia, leader of the Royal Army. This is Professor Simon, administrator of the law in Highland. And this is Archbishop Nathael, the highest-ranking holy man in the kingdom. And last, the man who manifests the will of the king himself. Bartlow. I'm Saray. Thank you very much for your invitation. We have much to discuss. Whoa, Saray, I hope you don't trust them. He does indeed have spunk. That, or perhaps he's just that much of a simpleton. It's quite delicious, though I would have liked to let Alicia taste it as well. What is your relation with Lady Alicia, if I may ask? We're just friends. She invited me to come to the outside world with her. How about we drop this silly game and have you tell us the real story, hmm? They're suggesting that you and Alicia are using each other, hatching some sort of nefarious plot together. I'm not using Alicia. The shepherd does not do such things. Oh, he doesn't? I couldn't say. I've never actually seen a shepherd before. So they doubt you. I figured as much. Believe me or don't, I don't care. Well, we do care. It would be quite the scandal if the royal family had produced a false shepherd to curry favor with the populace. Careful. And so you're asking for proof that I'm the real shepherd? Truth be told, it matters not whether you're real or just a boy in a silly outfit. The issue is that regardless, the citizens are beginning to side with you. It's the nature of the people to yearn for some dramatic sort of salvation. An easy way to have their every desire fulfilled. True, the shepherd in every era has always suffered greatly from the people's grandiose expectations. The common man is but a fool and a cur. It's an unfortunate observation, but that is the reality of it. But in fact, it is for that very reason that we need you. Me? Why me? I will be perfectly frank with you. We are asking you to work under us, Shepherd Saray. As the shepherd who would protect Highland, we want you to reinvigorate the people, boost their morale. The rampant disasters have rather dampened the people's spirits lately.
It's very unfortunate for the Council. Those ignorant fools. Right when we're on the brink of war with Roland's. We will reward you handsomely, of course. This is your advance. If you're really all the rumors say, I hear that you're quite interested in ancient ruins, yes? Were you to side with us, surely this would be sufficient to facilitate your explorations and archival activities, would it not? There's no point in siding with Princess Alicia. The princess is to be transferred to the city of Marland, where the epidemic yet thrives. They're sending her to a plague town? Surely even our spirited Princess Knight will learn her limits after toiling in such a star-crossed locale. Of course, if she herself were stricken with illness, I suppose she would have bigger things to worry about. So then, Shepherd Saray, there's nothing to even think about, is there? I refuse. Darn. Guess they weren't the type you can sit down and talk with after all. Probably better this way. Proud words from a false shepherd. You and Alicia will both learn the hard way what comes from crossing us. Wait! What on earth is going on here? What are armed guards doing in the palace? These are Lord Bartlow's orders. Lord Bartlow, what is the meaning of this? Stand down at once. Nice castle, but we're done here. Let's go, Alicia. I can fulfill my dreams without your help. And the same goes for Alicia. Indeed it does. Death to the knave shepherd who deceives the people! Stand back, Alicia, or you'll get hurt! Das waren ja super sympathische, nette Herren hier am Tisch. Einer sah besser aus als der andere, muss man schon sagen. So. Ich bin Commander Shepard, Mann. Ich weiß ja nicht, was die sich da erhoffen, aber natürlich sind wir gut drauf und brauchen die nicht. Ja, das Saray hat echt gerade einen coolen Eindruck gemacht. We just can't go on like this.